hier ein bisschen das ist immer ein Taxi. Der Avi führt uns hier irgendwo hin. Wir wissen noch nicht genau wohin. Aber auf jeden Fall fahren wir ein bisschen durch die City. So, wir sind hier in der Bibliothek. Some of the kids in my program, on their mother's father's side, they descend from the Ramah. He put the Ashkenazi map on the table of the Code of Jewish Law, and they also related on their mother's father's side to the Lubavitcher Rebbes, the Chabad Rebbes. Ramah. We're just standing there, and that kid is leaving the country right now to go to Czechoslovakia. Means because of. It can mean because of, it means in. So, Bereshit. In the beginning, in Hebrew, would be Bereshit, right? So, Reshit, what does Reshit mean in Hebrew? First, head. See the word, this Rosh means head. So the head of something is what? It's its beginning, right? So this is the literal letters of the literal Torah. So Bereshit could mean because of Reshit, because of the beginning, because of those things that are called the beginning. What are we talking about, huh? You can render it, Bishvil Reshit, the world was created for the sake of the things that are called beginning, meaning that God brought the world into being for the sake of things that are such basic importance that the Torah calls them Reshit, first or beginning. These things are the Torah in Israel. Thus the reason for creation is that Israel would accept and fulfill the Torah. We understand from our oral Torah that other things called Reshit, such as the commandments regarding the firstborn, first fruits, the gifts to the priests, the Kohanim, which must be taken from crops and dough before they can be consumed. The implication is that the purpose of the creation is to enable the nation of Israel to dedicate their first efforts and successes to the service of God. Did you get that, what I just said? That the Hebrew word for in the beginning, right? Reshit is beginning, or the head of, right? Look, see the word Rosh means head. So the reason the world was created is because of Reshit, the thing that's called beginning. You see how that comes out? Yes. Our interpretation was always God created in the Rosh, so he did. First he thought about it. Narratives of creation. First was it created in thought, and then he created in action. That also explains a lot of things. So, so this passage requires a homiletical explanation. So God created the world for the sake of Torah, because it says in the Proverbs, right? In Proverbs chapter 8, the beginning, Reshit, same word, of his way, Reshit Darko, the beginning of his way. And then it says, Ubishvil Yisrael, Shenikra Reshit Tavurto. And in the beginning, the world was created in the beginning for the sake of his way, which is the Torah is his way, and for the sake of Israel, who are called the beginning of his crops in Jeremiah 2. But the general way to looking at it, at the beginning of the creation of heaven and earth, when the earth was unformed and void, and darkness upon the face of the earth, God said, let there be light.
because the passage here does not come to teach us the order of the acts of creation, to say that heaven and earth came at this time or that time. Because it would have to be written differently if it wanted to teach us the exact order of creation. So it's not about teaching us. So Christians don't know that. Muslims don't know that because they never delved into the Hebrew. So they just say everything it says is in order. But the very word Bereshit is not written in the grammatical way that would be telling you the exact order. You see? So already a Jewish person reading the Hebrew, it would have been Bereshonah. At first he created the heavens and earth. So we already have a more open explanation to dig things. But this is the only thing I wanted to bother you guys about. Something cute. Because you're like into the written word stuff, right? The whole Torah was oral. And then it was commanded to be written down with its explanations. How many times does God say in the Bible, and God spoke, and God said, and God intimated, and God dialogued? Huge amounts of times, but it only says like 12 times to write stuff down. So you see, there's a hunk of stuff that was written down, and a bigger hunk of stuff that wasn't written down. And right now in the book of Deuteronomy, it's like Moses is giving oral lectures. His swan story, he's going to leave his office soon, be replaced by Joshua, right? How do you say Joshua in Hebrew? Yoshua. Yoshua. Okay? So it's a popular name in the Bible. So Moses is speaking orally, and then God said, hey, you know that speech you gave on the 4th of July, on Independence Day? That speech you gave for Ulf's birthday? Write it down. I want it written down. See, the physical speech that Moses gave was oral, and it was told to be written down. And remember the big anyone who's against the oral Torah wants to destroy the nation of Israel. And you know, do you have any money on you right now? No, I don't mean to give it to me, but when your money, right, there's security things. How do you protect our Torah from being counterfeited? Because the Gentiles can only take the written form. They can't access the oral explanation. It was always a security measure so that people could never replace us. They would just sound like idiots when they tried to. It's interesting that the word Israel without El, so without God, is in Bereshit. If you switch the letters. Say that again? What? I said if you, so you have the word Ish, right? Right. So you have Ish, without El, so without God, the word Israel. We have hinted in the word of Genesis our future leaders. Yud, Jacob, Yaakov, and Yitzchak, right? Shin, Sarah, Rachel, and Rebecca, etc. We have these hints. That's why I just wanted. I didn't want to all this camera business. Okay. Look at. The bars of your gate. He blesses the people within you. He grants peace to your borders and satisfies you with the finest of wheat. Psalm 147. This is a carriage, well, an imitation of, because some Arabs burnt the original one, of Montefusori's carriage, which he made 7 visits here to the Holy Land between the years
1827 and 1875. And he used his carriage to travel throughout the Palestine and to the Kingdom of Morocco and other places to defend the Jews and save them from pogroms and all kinds of terrible things. It's a full carriage. So, nachdem wir jetzt, ich weiß nicht, 3 Stunden mit dem Avraham Feld was über die mündliche Tora gelernt haben, haben wir jetzt hier noch so einen wunderschönen Ausblick, ne, auf unseren Lieblingsplatz, auf den Berg Zion in seiner vollen Glänze. So, wir sind hier mit unserem wunderbaren Rabbi Avraham Feld, der uns die ganze Zeit musikalisch begleitet. Und hier, ne, das selbsterklärend der Löwe von Juda. Genau vor dem Berg Zion. On your walls, O Jerusalem, I have set watchmen, I have set watchmen. On your walls, O Jerusalem, someday. So, das ist eine echte Nachbildung, also es ist nicht die echte aus dem Tempel, die liegt wahrscheinlich irgendwo beim Papst im Vatikan im Keller, aber das ist eine echte Nachbildung der originalen Menora, wie sie im Tempel stand, von der Größe, und die ist aus reinem Gold. So, letzter Tag, letzte Stunden und jetzt geht's zur Klagemauer. Something in English to give a little, take you 2 seconds to read it. So, also das letzte Mal, wo wir hier waren, da durften wir das nicht filmen, weil Schabbat war. Müsst ihr euch das jetzt einfach vorstellen, es war absolut dunkel, komplett dunkel und komplett leer. Also hier waren vielleicht so Maximum 20 Leute auf dem gesamten Platz und jetzt guckt euch das mal an, wie voll das jetzt ist. Und hier ist eine komplette Legion. Ne, die warten wahrscheinlich alle für uns, für Ephraim, um uns in Empfang zu nehmen. Also der Avi hat uns gerade erzählt, dass die ganzen Soldaten, die hier stehen, die werden jetzt eingeschworen. Das heißt, die schwören hier ihre Treue zum Staat Israel. Sehr interessant. Genau in dem Moment, wo wir jetzt hier nochmal an die Klagemauer kommen. Wir haben ja auch gesagt, wir stehen mit dem jüdischen Volk, ne, die Nation Ephraim. So, da ist die Klagemauer in ihrer ganzen Schönheit. Und ihr seht, Milliarden Menschen, ne, aber es sind auf jeden Fall viele Menschen, die gerade sind. Das ist ein einmaliges Event, das ist nicht immer so voll. Aber könnt ihr euch vielleicht schon mal vorstellen, wie das sein wird, wenn Ulf zurückkehrt. So, wir sind jetzt hier genau in der Men's Section for Prayer. So, der Avi, der ist hier nochmal weggelaufen. Und auf jeden Fall sind wir erstmal hier am heiligsten Ort des Judentums und da, wo früher der Tempel stand. Ne? Hier ist die Klagemauer, der letzte Überbleibsel vom Plateau des Tempelberges. Also oben könnt ihr ja die kleinen Steine sehen. So die kleinen Steine, die wurden erst vor zwischen 100 und 150 Jahren, wurden die dahin gebaut, weil Araber immer von oben Steine runtergeschmissen haben als Schutz. So, die großen Steine, die man da unten sieht, das sind halt die von Herodes. So, und die gehen genauso weit runter, noch in den Boden, ne, wie die da hochgebaut sind. Sehr interessant. So, jetzt geht's los. Die Armee wird eingeschworen. So, die machen Party für uns. Die freuen sich, Ulf. Die freuen sich auf dich und die freuen sich auf alle Effis. Bereiten sich schon mal vor, wie das dann sein wird. Super Nummer. Who fires the arrow missile system?
States. So the United States is the arrow, Ephraim, Danach, and then Also, wir stehen hier an der Klagemauer, dem heiligsten Ort des Judentums. Ja? Wir haben uns diesen Ort ausgesucht, um Avi unsere Zadaka zu übergeben, ja? in Schekel, in Swiss Francs und in Euros. Das ist von unserer ganzen Community, von Ephraim zu Juda. Und wir wissen ja alle, dass andere, zum Beispiel Kanzler Scholz, 340 Millionen Steuergeld an die palästinensischen Organisationen gegeben hat, direkt nachdem Abbas meinte, dass die Israelis 50 Holocausts gemacht haben an den Palästinensern, und die kaufen sich natürlich dafür Raketen, aber wir geben diesen Beitrag für den Frieden. Das ist das, was wir alle zusammengesammelt haben, das ist das, was wir übergeben wollen, und das am heiligsten Ort des Judentums ist, glaube ich, historisch, und da können wir uns alle riesig drüber freuen, können ganz groß stolz darauf sein, dass wir den Avi haben an unserer Seite, der mit uns mitkämpft, und dass wir natürlich am Ende zusammen das Friedensreich Gottes auf Erden aufbauen und natürlich eröffnen, und für alle, die hier sind, dann mit den Juden die größte Party aller Zeiten zu feiern. Ja? Avi, this is for you. we need Ephraim. We need Ephraim. Ephraim is the arrow, Judah is the bow. It means Ephraim has a kind of respect where the bow is pointing him. But we can't win the ultimate war without a reunification of the tribes. It's a military necessity, and it's been predicted, and it's going to happen. And all our problems are redemption comes with charity, and any charity, you guys are saving yourselves by giving charity and helping save Judah. Those who bless us will be blessed, right? So we should just all return to God on our individual multicolored paths we're taking, but it should all end up in the right spot. Dankeschön. So, Patrick und ich gehen jetzt mal zur Klagemauer, und der gute Avraham filmt das mal.
selbst der Tempelberg hat seine eigene Messe. Sehr interessant, ne? So, wir gehen jetzt hier Geheimwege mit dem Avi mal schauen. Oh, wir haben hier alle 3 Granatapfelsaft. This is the Temple Mount right in front of us. See? Right beyond those 3 buildings. And this, right here, where we're walking, this is the Western Wall. So, das ist jetzt die Klagemauer. Die kleine Klagemauer, the small Western Wall. Geheimtipp vom Avi, kennt nicht jeder. It continues into the Arab section, and their houses and bathrooms and kitchens are built right on the western wall. Also das geht jetzt weiter in das arabische Viertel und die Küchen und Bäder, die sind halt Teil der Klagemauer. Adjacent to El-Haram al-Sharif, the Temple Mount, which conceals a major portion in the Western Wall. But here's a little space that they didn't manage to cover up. This is your own private section of the Western Wall. Cool. And the Jews pray here, also on Saturday morning, and other times as well. So Arabs had machine guns and they fired down on the Jews here. So since that time, the army won't let any Arabs live up there. Yeah. And there was Jews who started to open a yeshiva to study Torah there, but the government constantly beat them up and threw them out. So a very strong cosmic energy here. And people don't know about it because they don't want to have to walk through the Muslim quarter. So, wir sind jetzt hier am Damaskus-Tor. Interessanterweise, da ist das originale Tor von den Römern. Da sieht man mal, wie viel die Türken da drauf gebaut haben. Und interessanterweise hieß das früher Schrem-Tor. Ne? Ein Schrem in Sichem, da wisst ihr ja, da hat der Jakob das Feld dem Josef gegeben, da wo jetzt das Grab ist. Sehr interessant. Das Schrem-Tor und jetzt das Damaskus-Tor. So, das ist hier so eine mega Rolltreppe. Die geht hier einmal hoch. Da oben war noch eine und da unten, da kommt auch noch mal eine. Also ich weiß nicht, wie tief das hier ist. Vielleicht 80 Meter. 80 Meter. Also wir fahren jetzt 80 Meter in die Tiefe und nehmen dann den Zug direkt zum Airport und dann geht unser Flug. Wir sind jetzt hier am Flughafen. Ich bin auf D. Der Patrick ist drüben auf A. Und hier ist, Alter, hier ist mega lange Schlange. Alter, war das gerade richtig krass. Die haben alle vorgelassen, weil ich kein Israeli bin, haben alle Israelis vorgelassen. Ich stand jetzt eine Stunde. So, ich bin jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, 2 Minuten vor Ende des Check-ins bin ich da rausgekommen und ich habe auf jeden Fall mein Ticket. 15:05 Uhr ist Boarding, das müsste ich noch schaffen. Boah, Alter, krasse Nummer. So, es ist gerade ein Wunder passiert. Also ich stand jetzt in der Security-Schlange und ich denke mal, das hätte noch mal eine Stunde gedauert. Und ich hätte wieder meinen Flug verpasst. Aber zum Glück, ich habe den Patrick übrigens noch getroffen. Ach, ich bin schon wieder so durch. Auf jeden Fall kam da ein Typ hinter mir. Sein Flug geht 15:15, meiner 15:05. Und er hat gesagt, ja, ich bin late. Und wenn der nicht gekommen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich dumm und dämlich gestanden. Aber du musst ja echt Israel, also in Deutschland kennt man ja anstehen und so, aber
Hier muss man ein bisschen schlau sein. Auf jeden Fall bin ich dann direkt vorgekommen, wurde direkt von der Dame in Empfang genommen und die hat mich direkt durchgeschickt und ja, jetzt hoffe ich, dass ich den Flug jetzt schaffe, aber ich denke mal schon, auf jeden Fall schaffe ich den. Und dann sehen wir uns zu Hause. So, ich sitze im Flieger, habe es geschafft. In 20 Minuten geht unser Flug und die Jungs warten dann wahrscheinlich auf mich, wenn ich ankomme. Super Nummer, geschafft. Check off. Yes. Vorstellen, aber ihr müsst euch das auch nicht vorstellen, weil ihr seht das ja, der Flughafen hier in München ist tot, ist richtig tot, also scheint mir fast so, als hätte es während unserer Israel-Reise eine kleine Viruspandemie gegeben. In Tel Aviv habe ich fast meinen Flieger verpasst, so voll ist das gewesen, und hier scheinen alle Leute gestorben zu sein. Entweder an dem tödlichen Virus oder an der Impfung, man weiß es nicht. So, ich suche jetzt mal mein Team, das mich nach Hause bringt. So, Shalom. Wir sind jetzt hier in Nürnberg, in der Nähe von der Petra. Ich habe hier meine Jungs, mein Team bei mir, was mich abholt und jetzt nach Hause bringt. So, das ist jetzt der allerletzte Report, den ich zu der Reise abgeben werde. Heute am letzten Tag, am Tag 12. Ja, ich habe eigentlich nur zu sagen, jetzt meint man ja, dass Jerusalem Stadt des Friedens heißt und man ist sich da nicht hundertprozentig sicher, zumindest in den säkulären Quellen. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, Jerusalem ist auf jeden Fall die Stadt des Friedens, hat sich total friedlich angefühlt. Wir haben auch heute gehört, dass über 20 Terrorattacken jeden Monat in Israel stattfinden und in der Zeit, wo wir da waren, keine. Also wir haben schon mal ein bisschen Frieden mitgebracht, ne? Geguckt, dass der Friedensfürst dann kommt, die Stadt ein bisschen vorbereitet haben. Gibt es von euch noch letzte Worte? Bis später. So, hello Avi, hello from Germany. The sun is shining and Alex miss you too, and I hope you will enjoy this video. Action. Shalom Avi. So, you know, we're back here in Germany. So, thank you for the wine.
thank you for the shofar, and I dressed very well. Now we're going to town and make a little bit awakening, and thank you for that great trip. My life be like